Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo ihr Lieben und willkommen zum neuen Wochenorakel für die kommende Woche. Zunächst mal wieder am Anfang danke für alle Spenden, für alle Geschenke, auch an dich, Peter Hübschmann, hier ist dein Geschenk. Es ist angekommen. Als zweites habe ich hier heute vor, mit euch eine Premiere zu machen. Ich habe 2 Kartendecks gestaltet. Einmal ein Lenormand-Deck, das habe ich Aurora Vesperum genannt. Das ist so in Morgendämmerung und Abendstimmung. Da habe ich auf ein paar Mittel verzichtet. Zum Beispiel habe ich keine Nummern unten drauf, keine Zahlen. Und ein paar Karten habe ich auch umgestaltet. Zum Beispiel die Ruten, das sind bei mir die Besen, die auskehren. Und das andere Deck, das kennt ihr von meinem anderen Kanal, wenn es dann immer heißt Nachricht für dich. Da habe ich so kleine Kärtchen gemacht mit Botschaften und mit diesen 2 Decks legen wir heute das Wochenorakel und ich bin gespannt, was wir hier rauskriegen, was ich weitergeben darf. Und dieses Deck, ich werde ja dieses Jahr 50, gebe ich dann ab meinem Geburtstag auch zum Verkauf raus. Ich habe noch ein anderes kreiert, ein Schwarz-Weiß-Deck, aber heute nehmen wir das mal. So, was kriegen wir für die nächste Woche? Wir haben die männliche Hauptperson im Hause der Nachrichten, der Briefe, der Kommunikation drin. Hier geht es um Bewegungen, die Gespräche mitbringen, Austausche, Richtungsänderungen. Wir haben ihn hier rausgucken. Ja. Hier wird vielleicht bilanziert, reflektiert. Vielleicht gibt es auch so Momente, wo man überlegt, wo geht meine Reise hin? Was kann ich irgendwie noch in Bewegung bringen? Und an sich ist hier sehr viel Energie, die mit Träumen und Wünschen zu tun hat. Oder ja, mit Sachen, wo man denkt, ich kann mir das nicht umsetzen, das wird nicht funktionieren. Diese Zweifel, die man daran hat, was ist machbar, was ist Realität, was ist Wunsch, was geht. Ne? Dann haben wir hier die Sense, das kann ich euch vielleicht hier in diesem Augenblick mal zeigen. Die habe ich so gestaltet, dass hier die Ernte ist und hier eben das, was einschneidend ist. Und wie ihr seht, liegt die Sense jetzt hier an der Reise dran, ne? Am Schiff, an den Träumen. Und an sich liegt die Sense im Haus des Hauses drin. Das heißt, hier sind vielleicht schnelle Wenden, schnelle Kurskorrekturen, man beschneidet etwas, man sorgt für Umbruch an sich. Ja? Ja, das Liebesleben liegt ja im Hause der Transformation, des Umbruchs. Es geht hier um Verstrickungen im Bereich der Beziehungen. Man guckt sich vielleicht genau an, wo sind meine Wunden, wo brauche ich einen geraderen Weg, wo hat sich Misstrauen mit aufgebaut. Und das möchte hier so ein bisschen transformiert werden. Die Berufskarte liegt hier im Haus der Blumen drin. Es können berufliche Ziele sein, berufliche Erfolge, etwas, was man sich erarbeitet hat, was auf einmal zur Verfügung steht. Gleichzeitig habe ich auch so Schattenthemen. Ne? Wir haben den Mond im Haus der Sense drin. Da ist es oft so, dass man schnell mit etwas konfrontiert wird, wo die Emotionen mitschwingen. Es können aber auch schnelle Erfolge sein. Ich habe Nachrichten, die Klarheit bringen. Das kann hier auch sein, dass man mal einen raushaut. Ne? Ich habe den Brief hier im Haus der Ruten. Ich habe die Sense oben drüber. Vielleicht aussprechen, was nötig ist. Missverständnisse, die sich irgendwie zeigen können, die hier geklärt werden. Die Nachrichten, die hier sind, die sind emotional. Da darf man vielleicht auch ein bisschen aufpassen, dass man die Sachlichkeit nicht verliert.
oder die sachliche Ebene nicht verlässt. Ich habe die Sterne hier im Haus der Vögel drin. Also es scheint irgendwie Nachrichten zu geben, die zwar Klarheit bringen, aber die auch irgendwie aufregend sind. Ja, hier legt sich das Schicksalskreuz rein ins Haus der Sterne. Wir haben die Bereiche Beziehung, Liebe, Partnerschaft, Verträge, Verbindungen. In der Korrespondenz ist die Berufskarte drin. Also es kann sehr stark um Berufungsthemen gehen, aber auch um Familienthemen, ne? Irgendetwas im Familienkreislauf. Jemand möchte einen anderen Weg nehmen, irgendwelche Entscheidungen, die anstehen, die ihr irgendwo dann auch wieder alle betreffen. Und die Elternthemen sind hier sehr präsent für die nächste Woche. Alles, was wir mit in die Wiege gelegt bekommen haben, alles, was mit dem Bereich zu tun hat, Stabilität, Verankerung, Arbeit, Lebenssinn. Ja, und hier sind einige Zweifel, ne? Ich habe hier, dass man ehrliche Worte spricht, dass die Wahrheit eine große Rolle spielt, dass Ehrlichkeit an sich dafür sorgt, dass jemand auch einen Weg so nicht geht, wie er geplant ist. Ja? An sich liegt die Wegekarte, die Entscheidungskarte im Haus des Fuchses drin. Hier sind wir aufgefordert, genau hinzugucken, abzuwägen. Ja? Ich habe die Unklarheiten von außen kommend. Ne? Das ist hier ein Konstrukt, das uns selbst vielleicht stört. An sich habe ich Veränderungen, die neue Türen öffnen. Es kann jetzt hier auch sein, dass man hier im beruflichen Bereich irgendein Geschenk erwartet, eine neue Möglichkeit weiterzukommen, sich Wünsche umzusetzen. Zusagen, plötzliche unerwartete Zusagen oder Angebote, die irgendwo herkommen, oder auch im Bereich der Arbeitskollegen. Leute, die einen umgeben, mit denen man zusammenarbeitet, eine sehr gute Energie, auch finanziell. Hier könnte ein finanzieller Zuwachs entstehen, ein Geldgeschenk. Ja, aber gleichzeitig geht es vielleicht auch darum, finanzielle Dinge auf den Weg zu bringen, finanzielle Dinge zu entscheiden. Viele Nachrichten, auch im Bereich der Finanzen, Gespräche, die mit dem Thema zu tun haben. Und ich habe auch die Ämter und Behörden hier dabei. Ne? Da kann sein, etwas, was blockiert war oder was eine längere Zeit auf sich warten hat lassen, kommt hier in Fahrt. Und auch hier wieder die Sachen, die Veränderungen, die da sind, die hier neue Türen öffnen, die liegen hier im Außen. Die kommen von außen. Das ist nichts, was wir so produziert haben. Hier darf man sich streitbar machen, auch im Bereich der Kommunikation, was die Finanzen angeht. Es geht darum, finanziell auch unabhängig zu sein, so gut als möglich. Und ich habe für einige von uns auch 2 berufliche Wege, 2 Möglichkeiten, 2 Entscheidungen. Möglicherweise geht uns hier auch ein Lichtchen auf, das so überraschend kommt, wo wir einen Weg korrigieren oder etwas weglassen, was nichts mehr bringt oder was nur Konflikte mit sich bringt oder Anstrengung. Ich habe sogar hier ein Geheimnis, das sich lüftet, das danach dann für Aufblühen sorgt. Also es ist so, dass man eine unangenehme Wahrheit vielleicht hört, die am Ende aber sehr viel Entspannung mitbringt. Es geht um die langfristigen Dinge, um langfristige Verträge.
Es geht darum, Beziehungskonstrukte anzugucken. Hier ist das Haus der Ringe, hier legt sich der Baum rein, die wieder Wachstum brauchen, die betrifft auch die Wurzel des Liebeslebens hier, ne? Dass man sich das genau anguckt, ob die Wurzel faulig ist oder auf welchem Fundament steht dieser Baum. Wie können wir hier unseren eigenen Weg gehen? Und den Verstrickungen, die habe ich hier in der Spiegelung auch nochmal auf die Schliche kommen. Da ist ein Punkt, den wir übersehen. Dann habe ich uns selber, wir liegen im Hause der Nachrichten drin. Wir haben sehr viele Gedanken im Kopf. Wir haben auch schon Verstrickungen hinter uns gelassen. Wenn ihr euch das jetzt so anguckt, haben wir hier irgendwo auch Leute, die hinter uns stehen. Das können Mutterfiguren sein, das können Leute sein, die so einen beschützenden Aspekt mitbringen. Und wir haben hier schon einiges auch an Erfahrung und Verstrickung aufgelöst und geklärt. Die Häuslichkeit kann tatsächlich zu einem Thema werden. Ja, wir haben im Haus des Hauses die Sense und hier schauen wir auf den häuslichen Bereich drauf. Also hier können Einflüsse kommen von außen, wo man einfach sagt, ich muss mich irgendwie schnell bewegen, ich muss was auskommunizieren, ich muss etwas minimieren. Schaffen wir auch sehr gut, denn in unserem eigenen Haus liegt der Klee drin. Es kann eine plötzliche Erkenntnis sein, eine Minimierung von irgendwas, was sehr aufwendig ist. Möglicherweise ziehen wir hier auch gut Kraft aus unserer Häuslichkeit. Und es geht auch ein bisschen um eingefahrene Dinge in Partnerschaften. Ne? Wir haben hier im Haus des Mannes das Haus an sich drin. Natürlich kann es um unser eigenes Häusliches gehen oder auch um Immobilien, die man hat. Oder auch um ein Konzept, wo man manchmal grenzüberschreitend ist, würde ich es nennen. Die häuslichen Veränderungen sind ja auch angezeigt. Entscheidungen, die auch mit den Finanzen hier zu tun haben können. Im Bereich der Häuslichkeit, hier sieht man Veränderungen im häuslichen Bereich. Und wir haben ein bisschen familiäre Unklarheiten. Also ich muss euch sagen, die Arbeitskarte oder das Arbeitshaus gefällt mir hier am besten. Hier ist sehr viel Umbruch oder Veränderung zu sehen. Ja, es sind auch Veränderungen, die vielleicht Konflikte mitbringen oder irgendwelche Diskussionen, Meinungsverschiedenheiten. An sich liegt im Arbeitshaus die Sonne drin. Hier kann ein schneller Erfolg sein. Hier drüber haben wir noch den Klee. Ein schicksalshafter Neubeginn. Hier liegt die Arbeitskarte auf den Blumen, hier mit dem Schicksalskreuz in der Spiegelung. Also alles, was hier an Energie nicht so richtig geflossen ist, kann hier sehr schnell auch in eine andere gute Richtung gebeamt werden. Wir haben das Kind im Hause des Schicksals drin. Das sind natürlich alles Dinge, die wir aus unserem eigenen Kinderdasein kennen. Sachen, die wir neu entstehen lassen, Entscheidungen auch, die wir revidieren für Neubeginne oder bilanzieren. Und ich habe einen Neubeginn, ihr habt ja gesehen, die Sense liegt hier am Schiff dran, wo wir tatsächlich Dinge, die wir uns so vorstellen, auch umsetzen können. Wir machen uns auf den Weg, wir leben unsere eigene Größe. Hier finde ich jetzt auch sehr interessant, ne? Das ist das Kind bei mir, das legt sich ins Haus des Schicksals rein. Wenn wir das spiegeln, haben wir hier uns, die Elternthemen und die Veränderungen, die neue Türen aufmachen. Hier geht es sehr um das Beziehungsleben, dieses Familienkonstrukt. Was macht jeder für sich? Wo muss man zusammenhalten? Wo ist man sich nicht eins und so weiter?
Also es können auch hier schon Konflikte sein, die innerfamiliär auftreten. Für einige wahrscheinlich verbunden mit dem Thema Finanzen. Die Finanzen liegen hier blockiert, aber eher die anderen mitbringen. Es können jetzt unsere Kinder sein, es kann etwas mit Arbeitskollegen sein oder mit Geschwistern jeglicher Art, wo es um finanzielle Dinge auch geht, die wir hier zu klären haben. Und die Karten sagen, hier bleibt finanziell so unabhängig wie möglich. Ne? Hier ist eine finanzielle Tür, die aufgeht. Hier liegt die Geldkarte auch im Bereich der Klärung mit Kindern, Angestellten, Arbeitskollegen oder auch mit Familienmitgliedern. Und ich glaube, dass es da keine gleichen Meinungen gibt. Für uns selber habe ich hier, dass sich Dinge minimieren, dass sich Schatten, die wir irgendwo haben, die auch sehr viel Unruhe mitbringen oder dieses Kaugummi-Ding oder auch dieses, ich bin irgendwie doppelt gebunden. Einerseits möchte ich meinen eigenen Weg gehen, andererseits möchtest du es allen recht machen. So was alles kann das sein. Es kann auch sein, das ist jetzt sehr tief geguckt, dass wir hier irgendwelche Familiengeheimnisse haben, die auf den Tisch kommen, damit die sich lösen können. Also es geht um Kreisläufe, die uns vielleicht schon ein Leben lang begleiten, die dann wiederum mit der Liebe, den Herzensangelegenheiten hier zu tun haben. Hier haben wir im Haus des Herzens die Eulen drin. Das ist auch so eine Energie, da fühlt man sich ein bisschen hier, ein bisschen da. Oder man fühlt sich gar doppelt gebunden. Oder es liegt einem irgendwas auf dem Herzen. Es zeigt sich ebenso, es hat vielleicht auch was mit der Qualität zu tun, wem kann ich noch vertrauen, wo sind Worte gefallen, die haben eingeschlagen, ne? Wo hat einer gemacht, was er wollte und ist damit über alle anderen drüber gerollt. Sowas alles kann das sein. Da wir in unserem eigenen Haus den Klee drin haben, denke ich, dass es nur kurze Zeit dauert, bis wir die Dinge hier auf dem Tisch haben und dass wir uns dadurch auch erleichtern oder etwas minimieren können. Hier überlegt man sich auch vielleicht, was mache ich mit den Finanzen, damit sie mir dauerhaft erhalten bleiben. Oder wo habe ich an sich Blockaden, die mit dem Thema Finanzen versorgt sein, finanzielle Entscheidungen zu tun haben. Was ich sehr schön finde jetzt an diesem Blatt tatsächlich, guckt mal, wir haben hier, das sind wir sind so umgarnt von schönen Karten. Und ich glaube, hier ist es auch ein bisschen so, dass jeder mal in seine Richtung guckt, dass jeder seins machen kann und auch irgendwie das, was dem Gefüge, in dem man lebt, zuteil wird. Aber ich sehe auch tatsächlich Erfolge bei irgendetwas, mit dem man in Expansion kommen will, mit dem man weiterkommen will, mit dem man seine eigene Größe leben will. Hier sind auch Kontakte von Menschen, mit Menschen, die uns irgendwelche Türen öffnen, die Neubeginne mitbringen. Es können Leute sein, die von weiter her weg sind oder durch Kilometer getrennt. Und das hat ja was mit uns zu tun, mit unseren Träumen, mit unserer Lebensreise. Und am Ende auch sind es Türöffner für Dinge, die mit den Beziehungen, mit dem Konstrukt zu tun haben, in dem wir leben. Wir nehmen ein Krafttier. Das hier sind wirklich, wenn ich es mir gerade noch mal angucke, ne,
schicksalshafte Veränderungen, die Klarheit bringen und ein Konstrukt auflösen, bei dem etwas in eine komplett falsche Richtung läuft. Das geht auch an alle die zum Beispiel immer sehr darum bemüht sind, dass es allen gut geht, und die bleiben selbst auf der Strecke. Ne? Und es wird sich zeigen und es kann unangenehm sein, aber es kann ja nur so gelöst werden. Die Energiewahrnehmung mit dem Chamäleon, das ist eigentlich wahnsinnig passend, denn wenn wir jetzt gucken, wo müssen wir uns so oft anpassen, das Chamäleon ändert einfach seine Farbe. Ne? Und das ist jetzt auch sehr spannend, denn im Prinzip ist das Chamäleon bedeckt irgendwo. Man kann es schlecht erkennen, weil es die Farbe der Umgebung annimmt. Und es geht um die Fähigkeit, den Blickwinkel ganzheitlich zu halten und aus den Energien, die da sind, das Beste zu machen. Hier ist eine beobachtende Haltung sehr wichtig für uns. Und das haben wir auch, ne? Die Wege liegen hier im Haus des Fuchses. Der Fuchs liegt hier gleich oben. Und es geht tatsächlich darum, dass das Farbenspiel und der Farbwechsel der Haut die Stimmung anzeigt. Kennen wir alle auch, ne? Wenn du dich ärgerst, kriegst du einen roten Kopf. Aber auch beides, so Farbwechsel und Farbenspiel, dient irgendwie der Kommunikation. Ne? Man kann darin praktisch das Wohlbefinden erkennen, ob es kalt ist oder warm. Und das Chamäleon steht an sich für das Thema Zeitlosigkeit, für die Einheit von allem. Was war, was kommt, was ging. Und es ist im Prinzip ein kleiner Drache, ein kleiner farbiger Drache, der uns an die uralten Fähigkeiten erinnert, Energien wahrzunehmen, zu empfangen und zu senden. Also diese Empathie, die man mit allem hat, die Achtsamkeit auch, die feinen Sinne. Auch der 7. Sinn möchte sich vollständig entfalten. Und es geht auch darum, dass wir selber die richtigen Signale aussenden. Womöglich auch mal eine Grenze ziehen oder sagen, so, hier ist genug. Das ist ja bei jedem anders. Am Ende geht es darum, sich eingebunden zu fühlen, obwohl man individuell ist, ja, und sich anzupassen, obwohl man sein eigenes Ding macht. Und daraus können hier ungeahnte Möglichkeiten entstehen. Okay, ihr Lieben, dann lassen wir das so stehen. Ich bin gespannt, was ihr mir über die Karten zu berichten habt. Ich persönlich finde sie sehr schön. Und dann gehen wir weiter zu Auswahlorakel, das ich dann auch mit meinen Karten nur mache. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich drücke euch bis Sonntag. So, hier bin ich wieder zum Auswahlorakel. Und wir machen das so, dass ich 2 Reihen lege. Daraus bilden wir dann eine Botschaft. Natürlich erstmal verdeckt, dass ihr wählen könnt. Unten drunter habe ich am Deck, das Leben kann manchmal ein gewaltiger Balanceakt sein. So, dann würde ich sagen, sucht euch eine Reihe aus, oben oder unten. Ich kann mich nicht richtig entscheiden. Ich würde die untere nehmen. Dann drehen wir mal um. So, und hier haben wir jetzt schon jemanden, der sehr verletzt ist. Ne? Wir haben hier nicht ganz so übel und gleichzeitig gut sein als ein gesprochenes Wort. Möglicherweise verarbeitet man hier unter einem Balanceakt etwas, was man in der Vergangenheit gehört hat, was jemand zu einem gesagt hat, wo einen jemand verletzt, geprägt hat.
Vielleicht auch in einem Streit, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht auch im Kräftemessen an sich. Und es geht darum, das wegzulassen und mit leichterem Gepäck weiterzureisen. Hier haben wir den Glücksfall, der auf uns wartet. Also es wird sich in eine gute Richtung drehen. Das, was sich hier noch nach Balanceakt anfühlt, wird erleichtert. Und an sich verarbeitet man hier, reist mit leichterem Gepäck glücklich weiter. Und es kann auch sein, dass das, was hier als Glück dargestellt wird, eine gute Nachricht ist, die erleichternd ist. Ne? Bin ich zufrieden? Schauen wir uns die obere Seite an. Hier wird Ordnung geschaffen. Diese Karte, die finde ich, die muss ich erklären. Hier seht ihr eine Fliege drauf und ich habe drauf geschrieben, kannst du noch einer Fliege was zuleide tun, nur weil sie um dich schwirrt, und das hat einen Grund. Ich denke immer, ob es jetzt eine Spinne ist oder eine Fliege oder irgendwas, was man mal mit der Klatsche so kurz weghaut oder zertritt. Das ist ein Lebewesen, das auch nur irgendwie lebt, ja, und steht uns das zu? Macht man das noch so leichtfertig wie früher? Also es sind eben zumindest meine Gedanken dabei. Und auch wir könnten irgendjemandens Fliege sein, ne? Also dieses Bewusstsein dafür zu haben, dass man vielleicht jemandem was tut, obwohl der nur sein Leben lebt oder seinen Job macht, oder das will ich, dass es hier hinterfragt wird, ne? So, ihr schafft irgendwie Ordnung, das kann auch in eurer eigenen Einstellung zu diesen Themen sein. Und möglicherweise dürft ihr hier auch ausmisten, ne? Was nicht mehr gebraucht wird, kann weg, dann ist es auch kein Balanceakt mehr. Und dann entdeckt man hier vielleicht auch immer wieder das Schöne im Leben, wenn man mal ordentlich ausmistet und sich überlegt, wie gehe ich mit jemandem um, der schwächer ist als ich oder der auch nur seinen Job oder sein Leben hat. Wunderbar, das war's für heute. Ich bin natürlich gespannt, was ihr mir sagt oder schreibt. Die Karten könnt ihr irgendwann kaufen, ich denke so um meinen Geburtstag rum. Jetzt nehmen sie erstmal nur Sven und ich und ja, ich danke euch fürs Zusehen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich drücke euch und bis Sonntag.